Herr Rauen, das EU-Parlament hat de facto ein Verbot des Verbrennermotors beschlossen. Wie bewertet der VDMA diese Entscheidung? Für uns ist das ein Denkverbot, das Verbrennerverbot. Und wir sehen es als wirklich nachteilig an für unsere Volkswirtschaft in Deutschland und Europa. Wir sehen viele Lösungsmöglichkeiten, einen Beitrag zu leisten für ein besseres Klima und eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Aber wir haben hier eine wirklich mal wieder sehr verkürzte Perspektive nur auf die Automobilindustrie und es wird nicht der Gesamtzusammenhang gesehen, was das auch für andere Anwendungsfelder bedeutet. Welche anderen Branchen brauchen denn den Verbrenner noch in Zukunft? Wir haben viele große Fahrzeuge außerhalb der Automotive-Industrie, Landmaschinen, schwere Baumaschinen, die auf den Verbrenner aus unserer Sicht über Jahrzehnte noch angewiesen sind. Oder auch Flugzeuge werden die Notwendigkeit haben, in den Technologien, Turbine etc. Zukünftig auch noch fliegen zu können. Und dazu brauchen wir synthetische Kraftstoffe und brauchen auch Verbrenner. Welche technologischen Möglichkeiten bietet denn der Verbrenner in der Zukunft noch? Also wir können ihn erstens mit mehr oder weniger klimaneutralen Lösungen betreiben, auf Basis zum Beispiel einer Wasserstoffkette, der wiederum der Wasserstoff mit regenerativer Energie hergestellt wird. Das ist erprobt. Oder es gibt Biomasse als Basis für dann einen entsprechend synthetischen Kraftstoff, so dass man quasi neutral, aber nicht zu 0% einen solchen Betrieb auch im Auto realisieren hätte können. Standortfrage Europa. Was bedeutet die Entscheidung denn für den Technologiestandort und für seine Arbeitsplätze? Das sehen wir wirklich als Debakel an, weil wir haben einen sehr, sehr heftigen Transformationsprozess vor uns, den wir auch wirklich teilweise mit Freude und Optimismus angegangen sind. Das machen viele. Man will einen Beitrag leisten, zum Beispiel für eine gelingende Elektromobilität. Auch wir im Maschinenbau liefern beste Technologien im Bereich der Batteriezellproduktion. Aber es ist eben nicht einfach. Und wir reden hier über Anpassungsprozesse, wo man sich mehr oder weniger neu erfinden muss, als Unternehmen wie auch als Mensch. Und ob die Mobilität in den Köpfen wie in den Füßen bei einem einzelnen betroffenen Mitarbeiter vorhanden ist, das wird sich zeigen. Und wir reden aus unserer Sicht in Europa über etwa 600.000 Arbeitsplätze, die im Feuer stehen. In der Fragestellung, gelingt es uns, die Elektrifizierung des Antriebsstrangs vernünftig umzusetzen? Und das ist nicht Gott gegeben, sondern wir müssen diesen Prozess wirklich verantwortungsvoll umsetzen. Europa setzt voll auf die Elektromobilität. Das heißt, man macht sich auch abhängig von Lieferanten. Ja, das ist eben auch ein Punkt. Die Welten haben sich geändert, die berühmte Zeitenwende. Und wenn wir auf die Elektromobilität schauen, dann wissen wir, dass wir Rohstoffe benötigen, zum Beispiel Kobalt, Nickel oder Magnesium, Stichwort Leichtbau, die zum Großteil in fast teilweise monopolartigen Strukturen über Russland und China der Welt zur Verfügung gestellt werden. Und das wären dann eben unsere Partner in den nächsten Jahrzehnten für eine Realisierung der Mobilität in der Zukunft. Und das sind Risiken, die muss man, glaube ich, heute neu bewerten. Der richtige Weg nach vorne heißt dann Technologieoffenheit? Generell ist Technologieoffenheit klug, weil wer weiß schon, wie die Welt in 20 Jahren aussieht und wie die Innovationspotenziale der Menschen sich dann auch realisieren. Und eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, so wie wir sie jetzt sehen, halten wir deswegen für vollkommen falsch. Vielen Dank.